Moin! In diesem Video schauen wir uns gemeinsam das Datenbankmodell von unserem Analytics-Berichte-Modul an und vergleichen das ein bisschen mit dem alten Datenbankmodell, was sich da so getan hat und wie ihr das am besten benutzen könnt. Wir schauen uns einfach mal in einem Bericht das Datenbankmodell an und sehen das hier jetzt rechts aufgelistet. Zum Vergleich habe ich die alte Datenbank bzw. die Xentral transaktionale Datenbank hier offen. Das heißt hier, das ist ja das eigenständige Modul Datenbankansicht, wo ihr jede Datenbanktabelle von Xentral seht. Es wurde nicht jede dieser Tabellen übersetzt, weil viele davon gar nicht relevant sind für Auswertungen oder ähnliche Geschichten. Das heißt, es sind jetzt 194 Tabellen, wie ihr hier rechts seht, vorhanden, die ihr entsprechend benutzen könnt, und das wird im Regelfall auch ausreichen. Falls ihr dennoch aus irgendwelchen Gründen eine Tabelle erwischt, die ihr benötigt, die es aber nicht gibt, öffnet gerne ein Ticket und dann kann das entsprechend nachgezogen werden, sollte aber vermutlich gar nicht notwendig sein. Im Datenbankmodell auf Analytics könnt ihr hier durchs gesamte Datenbankmodell scrollen. Ihr seht jede einzelne Tabelle aufgelistet, könnt sie direkt copy-pasten. Das ist gerade fürs nächste Video für den SQL-Editor interessant. Könnt raufklicken und seht dann entsprechend einmal eine Beschreibung, was überhaupt in dieser Tabelle passiert, wofür ist diese Information da und welche Spalten habt ihr zur Verfügung. Das heißt, hier sehen wir in der Address Roles Tabelle sind 9 Spalten drin, welche ich entsprechend benutzen kann, und es gibt, wie gesagt, eine kleine Beschreibung. Es steht in jeder Tabelle eine Legacy-Quelle, das ist quasi das Pendant zu der Datenbankansicht. Das heißt, die Tabelle heißt in der Datenbankansicht Adresse-Rolle und jetzt heißt die Address Roles. Alle Tabellen und Spaltennamen wurden entsprechend internationalisiert. Das heißt, sie sind jetzt nicht mehr in dem vorherigen in der chaotischen Struktur, sage ich mal, sondern angeglichen und gut. Das heißt, früher hatten wir ja den Fall, dass wir hier beispielsweise, können wir ja mal reingucken, wir haben die Tabelle Adresse-Rolle. Hier haben wir das Feld Adresse, wo die Adress-ID drin steht. Wenn wir aber in die wirkliche Tabelle Adresse gehen, dann ist diese ID hier vorne ja die entsprechende Adress-ID. Das Feld heißt hier aber ganz anders. Das heißt ja einfach ID und nicht Adresse. Und das hat früher mal ein bisschen für so eine chaotische Struktur in Berichten gesorgt, weil einfach die Verbindung, also über die man das Mapping macht, einfach nicht identisch ist. Das wurde jetzt angeglichen. Das heißt, wir haben überall jetzt hier Address-ID beispielsweise, sei es in der Address Roles, also Adressrollentabelle, oder aber auch in der eigenständigen Adresstabelle haben wir hier auch Address-ID. Das wurde für alle Primary Keys gemacht, also für alle IDs, die für sowas interessant sind, dass die angeglichen wurden und überall identisch heißen, aber jedes einzelne Feld wurde auch auf Englisch übersetzt. Ihr seht auf der rechten Seite hier auch immer die Altbeschreibung und links halt die Neubeschreibung, die ihr auch copy-pasten könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt noch sehr in dem alten Datenbankkonstrukt drin seid und das viel im Kopf habt, welche Felder wie heißen und so, ist das gar nicht schlimm. Das ist ein großer Vorteil, weil dann könnt ihr einfach mit der Suchfunktion hier oben arbeiten, ne? Wenn wir in einer Tabelle drin sind, bin ich jetzt gerade, wie ihr hier seht, würde ich nur die Tabelle durchsuchen. Ich kann aber natürlich auch alle Datenbanktabellen durchsuchen. Das heißt, also das geht nach Namen der Tabelle und auch nach den Namen der Spalten. Das heißt, wenn ich hier jetzt Address-ID eingebe, sehe ich habe 70 Ergebnisse. Das heißt, ungefähr 70 Datenbanktabellen könnte ich benutzen, wenn ich auf Basis von einer Kundenadresse oder sowas eine Auswertung machen möchte. Das heißt, die kann ich dann alle entsprechend benutzen und verwenden. Genau. Darüber würde ich die entsprechenden Joins dann machen. Man kann nach Deutsch suchen, man kann nach Englisch suchen. Das heißt, ich kann hier auch, also nach ID suchen ist relativ witzlos, weil dann bekommt man extrem viele Einträge, ne? 800 Stück, da sucht man sich tot. Aber wenn wir jetzt einfach mal nach Freifeld gehen beispielsweise, dann würde ich jetzt sofort sehen, okay, es gibt 355 Ergebnisse mit Freifeld. Wo sind die denn überhaupt? Ich sehe hier Adresse, gibt es entsprechend welche. Es gibt hier in den entsprechenden Belegpositionen, das heißt Gutschriftspositionen etc. pp. Und so würde sich das durchziehen. Aber wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte eine Auswertung auf Freifeld 10 haben oder sowas,
dann würde man direkt sehen, okay, es gibt jetzt auch nur 10 Ergebnisse. Ne? Das Freifeld 10 gibt es in diesen Datenbanktabellen und da könnt ihr die Informationen hernehmen. Das heißt, da ist die Suche sehr, sehr gut und hilfreich. Ihr könnt nach Deutsch suchen, also nach der alten Logik, und nach Englisch nach der neuen Logik. Und so zieht sich das Ganze durch. Das, was ein bisschen wichtig zu beachten ist, dass einige, also das ist jetzt recht technisch, aber dass einige Informationen ein bisschen umverändert wurde, weil wir von einer MySQL-Datenbank auf eine Redshift-Datenbank gewechselt sind. Das heißt, wenn ihr in dem SQL-Editor arbeitet, schauen wir uns gleich im nächsten Video auch an, kann es aber sein, dass einige Syntax anders aussehen müssen, weil beispielsweise Booleans anders jetzt dargestellt werden. Da gehen wir aber in einem Beispiel auch im nächsten Video darauf ein. Super. Ich hoffe, das hat euch schon mal einen groben Überblick gegeben. Schaut gerne durchs Datenbankmodell, klickt euch ein bisschen durch, schaut, wie ihr damit zurechtkommt und viel Spaß damit.